Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin der Norbert von Metabo. Und wir sind hier im Metabo Schulungszentrum und wir schauen uns heute das Thema Kappsäge an. Und zwar haben wir 13 Tipps für deine Kappsäge. Denn die Frage ist, was tue ich, wenn das Sägeblatt stumpf ist und trotzdem noch schneiden muss? Oder was mache ich, wenn das richtig hell ist und meine Laser nicht sehen kann? Das heute in diesem Video. Wir haben heute ja hier für dich 13 Tipps für deine Kappsäge und schreib mal unten in die Kommentare, welchen davon noch nicht kanntest. Ich kannte mindestens einen noch nicht und ich werde euch auch sagen, welcher es war. Aber ich habe vorher eine wichtige Frage an dich, weil wir sind ja hier bei Metabo und die Frage ist, warum steht auf deinem T-Shirt Koki? Weil ich glaube, viele von euch wissen das gar nicht. Also die Koki Group beinhaltet 3 Marken, das sind Metabo, HiKoki und die Firma Karat. Genau, das heißt also, Metabo und HiKoki gehören zusammen. Ja. Viele von euch kennen das vielleicht noch nicht und schreibt gerne mal unten auch in die Kommentare, wenn wir uns HiKoki viel mehr anschauen wollen. Und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 1. Bevor wir zu Tipp Nummer 1 kommen, Tipp Nummer 0, welche Säge haben wir hier eigentlich? Wir haben heute hier die KGS 18 LTX 305 M. Genau, und warum ist der Name 18 drin? Wir haben hier kein Kabel, sondern wir haben hier ein Akkugerät. Das heißt, es wird hier komplett mit Akku betrieben. Viele von euch kennen das ja gar nicht, sondern man denkt so, Kappsäge, das ist halt irgendwas mit Kabel dran. Nein, das geht auch mit Akku und das ist, weiß nicht, wie du das siehst, aber da steht den Kabelgeräten eigentlich nichts nach und man kann wirklich, wirklich lange mit so einem Akku arbeiten. Also wenn du mit 2 Akkus, wenn du mehr als 2 Akkus an einem Tag verbrauchst, das würde mich schon fast wundern. Ja. Weil ich habe ja schon viele Sachen gemacht, wo du wirklich viel schneidest. Da kommst du mit 2 Akkus auf jeden Fall durch den Tag. Definitiv, weil das Schwestermodell mit Kabel ist 1:1 komplett identisch. Was die Leistung angeht, was die Ausmaße angeht. Hier habe ich bloß den Vorteil, dass ich quasi völlig autark sein kann. Genau. Für euch wichtig, das, was wir euch jetzt mitgeben, alle Tipps und Tricks sind ja nicht speziell für diese Säge, sondern für quasi alle Sägen, die es auf dem Markt gibt. Ja. Ja? Also wir nehmen diesen nur zu Demonstrationszwecken, das könnte aber eine beliebige Marke, ein beliebiges Gerät sein. Kommen wir zu Tipp Nummer 1 und zwar der Stand. Genau. Wichtig ist, egal wo die Maschine aufbaust, die Maschine sollte immer sauber und fest verankert stehen. Sei es auf dem passenden Untergestell oder wenn einer einen Boden legt, soll die Maschine auf dem Boden stehen, sauber, sie hat Gummifüße dran oder auf der Werkbank immer schauen, dass die Maschine sauber verankert ist, fest ist. Das heißt, nicht, dass ihr irgendwann mal ein schweres Brett oder sowas habt, dass die Maschine während dem Arbeiten verrutscht oder sowas. Das ist Punkt 1, Maschine, sicherer Stand, egal wie, egal wo, aber sicher. Genau. Ich bin großer Freund, wenn es auf der Werkbank ist, es wirklich fest zu verschrauben, mindestens mit Zwingen festzumachen, weil gerade wenn ich jetzt nach vorne hier so ziehe, die Säge und bringe es hier runter, kann ich natürlich zum Kippeln bringen und dann wird es unsicher und dann macht es keinen Spaß mehr. Tipp Nummer 2, und wir haben es ganz bewusst sehr weit nach vorne geholt, weil eigentlich ist das ein unbeliebtes Thema, gehört irgendwo ganz hinten hin, das sieht auch gar keiner. Ja. Und das ist das Thema Sicherheit. Und es ist wirklich wichtig. Was sind deine Tipps zum Thema Sicherheit? Also die persönliche PSA wäre Schutzbrille und Gehörschutz und bitte keine Handschuhe. Weil ich habe hier ein drehendes Werkzeug und da ist die Gefahr sehr groß, dass wenn ich irgendwie ans Sägeblatt komme, dass der Handschuh erfasst wird und ich mit der ganzen Hand reinlangen kann. Das heißt, Gehörschutz, Schutzbrille, Kappsäge langt vollkommen aus. Plus einmal hier die Absaugung. Genau, Absaugung auch ein wichtiges Thema. Das, was wir hier haben, sehen wir auch den ganzen Absaugturm. Kappsägen sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie im Reinraum betrieben werden. Ja, das ist aber auch normal, weil viele übertreiben das Thema aber auch nach dem Motto, es darf nur 0,3 Gramm auf 5 Kubikmeter Holz, das wird nie der Fall sein. Ja? Dafür sind Kappsägen nicht gemacht, aber betreibt sie bitte nicht mit dem Staubsack, weil es ist vielleicht mal für 1 oder 2 Schnitte, wenn es zur Not sein muss. Dafür langt das vielleicht noch, aber ansonsten bitte eine Absaugung anschließen und wie hier zum Beispiel mein Tipp wäre es mit einem Vorabscheider, dann habt ihr nochmal mehr Spaß, braucht nicht so viel Tüten. Tipp Nummer 3, und da gibt es ja Mythen ohne Ende. Ja? Wie schneide ich richtig mit einer Kappsäge? Und jetzt zeigst du uns mal wirklich ein für alle Mal, wie man es richtig macht. Genau. Und zwar heißt es ja Zug- und Kappsäge. Das heißt, ich habe einmal hier die Zugfunktion. Das heißt, wenn ich mein Material hier einlege, gegen den Anschlag, ziehe ich die Maschine, das Aggregat raus, gehe kapp dann und fahre dann von mir weg zum Anschlag hin. Das heißt so, das Blatt dreht in die Richtung, ich habe im Prinzip die Schubrichtung weg von mir. Viele machen den Fehler, die tauchen hier ein und ziehen dann das Aggregat zu sich her.
Die Gefahr besteht zu 99%, dass das Material quasi einen Rückschlag hat und mir entgegenkommt. Und das tut richtig weh. Ja, das möchte man nicht haben. Ja. Und man muss jetzt aber auch keine 23 neue Mythen erfinden und mal so ein bisschen hier und rückwärts und noch ein Salto machen. Nein, es ist wirklich so weit rausziehen, wie du es brauchst fürs Material. Ja. Wenn es nur so ein kleines Hölzchen ist, brauchst du natürlich auch nicht komplett rausziehen. Aber so, dass du eintauchst und nicht schon optimalerweise, sondern nicht ins Material, sondern schön hinten und dann durchziehen. Genau. Ja? Das ist der beste Weg und so hast du meist die höchste Sicherheit auch. Ja, genau. Tipp Nummer 4 ist Aluminium. Und zwar, die Säge ist ein bisschen aus Aluminium, aber sie kann auch Aluminium schneiden, nicht nur Holz. Noch andere Werkstoffe kommst du gleich dazu. Dafür gibt es ein spezielles Blatt oder dafür gibt es spezielle Blätter, die genau dafür gedacht sind. Und ganz häufig habe ich es bei mir in meinen Videos, wenn ich irgendwie Aluminium mit der Kappsäge schneide, dass die Leute so, kannst du doch nicht machen, das arme Blatt geht doch kaputt. Ja, wenn du ein normales Blatt nimmst, schon, ja, aber wenn du ein richtiges Blatt nimmst, nicht. Genau. Und zwar, hier habe ich normale Wechselzahnverzahnung drauf, für sämtliche Schnitte geeignet. Es gibt dann auch feinverzahnte, wenn ich jetzt zum Beispiel feinere Sachen säge oder sowas. Aber sobald ich beschichtete Sachen habe, zum Beispiel wie Laminat oder gerade die E-Metalle, die du angesprochen hast, Anschlagsschienen etc., dann brauche ich dieses sogenannte Multicut von uns, Trapez-Flachzahn, und das ist speziell für die Materialien auch dann geeignet. Optimal wäre dann noch, wenn die Maschine eine Drehzahlregulierung hätte, was die Akku-Variante jetzt nicht hat. Aber es gibt Kappsägen, die eine Drehzahlregulierung haben, die werden dann quasi optimal dafür abgestimmt. Das heißt, wenn jemand die Anwendung hat, er legt einen Boden, legt ein Parkett, ein Laminat, hat seine Anschlussschienen, dann empfehlenswert, eine Maschine sich gleich rauszusuchen, die die Drehzahlvorwahl hat. Ja. Dann wäre es optimal. Und was man könnte jetzt denken, dass so ein Blatt eine sehr geringe Standzeit hat, wenn es jetzt hier auch Metall sägt. Überhaupt nicht. Nein. Also die halten, wenn man sie ordentlich verwendet und ordentlich benutzt, halten die wirklich ewig. Bei mir persönlich in meiner Kappsäge habe ich so ein Multiblatt drauf, säge damit im Grunde alles und das seit Jahren, weil ich es halt auch nicht jeden Tag mache, aber seit Jahren und es ist immer noch scharf und funktioniert. Ja, genau. Und für euch ein Tipp, unten in der Videobeschreibung habe ich das Blatt verlinkt, da ist wie immer der ehrliche Preisvergleich und da findet ihr auch ein paar Kappsägen. Tipp Nummer 5, und ich weiß doch, dass viele von euch die Videos auf dem zweiten Monitor irgendwie nur mit einem halben Ohr so mithören. Jetzt stopp. Jetzt guckst du auf den Monitor, denn das Thema solltest du kennen, denn das braucht jeder. Jeder braucht das an seiner Kappsäge. Er muss einmal verstehen, was dieses Zulegholz alles kann, denn das hier ändert im Grunde die Logik der gesamten Kappsäge. Ja, das ist nicht einfach nur so ein Stück Holz hier rangeballert, sondern das ist wirklich wichtig. Denn wenn du das verstanden hast, dann wirst du das nie wieder missen wollen. Also wirklich jetzt Obacht. Wenn ich jetzt quasi Materialien habe, wenn ich solche Aluprofile habe oder Kunststoffabdeckung in welcher Art und ich lege die quasi hier an und schneide sie, dann habe ich oftmals die Gefahr, dass mein Anschlag hinten nicht geschlossen ist. Bei dem Metall würde der Zahn vom Sägeblatt das Metall hier aufdrücken. So ein bisschen auseinanderdrücken. Ausdrücken, verdrücken, so. Bei den Kunststoffschienen oder sowas platzt es sofort weg. Genau, das heißt, ich habe hinten so einen kleinen Krater, wo es sich rausdrückt. Ganz kurz, was ist das Problem? Wir haben ja unsere Anschlagbacken und dazwischen haben wir in der Regel ja so 1-2 Zentimeter Luft. Genau. Das heißt, es liegt nicht am Blatt an, kann es ja gar nicht, darf es auch gar nicht. Dafür haben wir eben genau das hier. Sollten aus Eiche oder aus Buche sein, die sind ja aus Buche, das heißt ein Hartholz, also kein KVH nehmen. Sauber eine Phase hier reinziehen, einmal durchsägen, einmal einschneiden und dann ist sie quasi auf diese Maschine für immer und ewig eingepasst und eingesägt. Genau. Heißt eben, jetzt den Anschlag hinten nehmen, ganz zusammenfahren, festziehen. Ja? Und dann ist es ja so, dass wenn ich hinten die 2 Schrauben rein tue, je nachdem bei eurer Säge kann die an einer anderen Stelle sein, vielleicht sind es auch 3, wie ihr es wollt, aber dadurch bestimmt sich ja die Position. Schreibt vielleicht noch links, rechts drauf, dann könnt ihr gar nichts mehr falsch machen, oben, unten meinetwegen auch noch, aber dann ist es wirklich eingestellt und perfekt hier eingestellt auf genau eure Säge. Genau, und so kann ich das, egal was es ist, das Material sauber anlegen. Ich habe hier den sauberen Anschlag und das Blatt fährt hier rein und die Kanten links und rechts können quasi nicht nach hinten aufgeklappt werden, sondern bleiben hier sauber durch den Anschlag und so habe ich quasi hier einen komplett perfekten ausrissfreien Schnitt, egal was für Material, Alu oder auch Kunststoff. Genau. Gilt natürlich auch zum Beispiel für eine Sockelleiste oder für irgendetwas, wo ihr sagt, das ist empfindlich, da sollten möglichst entweder keine oder fast keine Ausrisse sein. Das hilft dabei auf jeden Fall. Tipp Nummer 6. Und ich arbeite seit, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren mit Kappsägen. Ich habe Schlaglichter, ich habe Laser, ich habe Kappsägen hoch, runter, ich habe das Spiel durchgespielt. Aber den Tipp,
kannte ich nicht und da bin ich selbst nicht drauf gekommen. Und deswegen sage ich euch, guckt euch diese Videos an, ja? Weil irgendwas zieht man da immer raus. Der Norbert hat mir eine Sache gezeigt, nämlich was ist, wenn es wirklich hell draußen ist. Weil ich habe früher immer gesagt, naja, ich mag Schlaglicht nicht, man sieht es im Hellen nicht. Ich mag Laser nicht, man sieht es im Hellen nicht. Aber was machst du denn da? Ja, irgendwie versuchst du dann und dann machst du ja in der Regel das, was du immer machst. Das heißt, du schlägst das an oder du zeichnest es dir an, gehst mit dem Blatt quasi auf dein Material, schiebst es ein bisschen hin und her. Das ist lästig und macht überhaupt keinen Spaß. Und ich erkläre jetzt den Tipp einfach mal selber, weil dann kann ich es für mich mal wirklich verinnerlicht. Nämlich, wenn ich jetzt hier irgendwo meinen Strich halt hier ziehe, ich möchte jetzt meinetwegen hier, ja, möchte ich jetzt hier das Ganze trennen, dann habe ich ja hier meinen Anschlag. Und ich weiß ja jetzt exakt, wo mein Sägeblatt ist und wo es schneiden wird. Das heißt, ich kann es einfach nehmen und sehe ja hier perfekt an der Stelle, kann ich schneiden, kann sägen, zack, bumm. Also wenn das nicht mal ein Tipp ist, dann weiß ich auch nicht. Tipp Nummer 7 und wir hören nicht auf mit unserem Vorlegeholz. Was kann das noch? Durch das, dass quasi hier der Anschlag nach draußen verlegt wird und das Aggregat nach draußen gefahren werden muss, habe ich quasi hier dann eine etwas höhere Schnittleistung. Warum? Weil ich im Prinzip das Sägeblatt weg von dem Ursprungsanschlag nehme. Ich habe zwar hier dann weniger Schnittkapazität, aber in der Regel habe ich sowas wie hier, solche Vierkanthölzer 10, 12, 12. Dann brauche ich diese Schnittkapazität nicht. Und von daher, bei der Maschine macht es genau 10 mm aus. Das heißt, ich komme von maximal 110, was sie hat, komme ich so auf 120. Das heißt, 12er Kanthölzer gehen mit der Maschine, wenn ich das quasi so mit den Vorlegehölzern mache. Und das geht eigentlich mit fast jeder Kappsäge. Das heißt also, wenn ihr meinetwegen 50, 60 oder 70 mm habt, dann kommt ihr immer noch mal ein Stück höher, wenn ihr das davor legt. Tipp Nummer 8, wir haben immer noch unser Vorlegholz, aber da möchte ich was davor noch erzählen. Und zwar, viele wissen ja gar nicht, man kann mit so einer Kappsäge auch Nuten ausarbeiten, beziehungsweise auch ganze Überblattungen herstellen. Das geht eigentlich ziemlich gut sogar, aber hier gibt es 2 Dinge zu beachten. Nummer 1, drückt nicht wie ein Ochse. Ja, das heißt, die Maschine, wenn du die einfach sauber führst, dann wirst du auch einen schönen Grund herstellen können. Ja? Wenn du aber wie ein Ochse drauf rumdrückst, dann ist es so, dass bei jeder Kappsäge das irgendwann auch nachgeht und anfängt zu kippeln. Das ist normal. Ja? Das hat nichts damit zu tun, dass eure Säge jetzt besonders gut oder schlecht ist. Aber jetzt Tipp Nummer 2 ist, häufig hast du dann hinten so eine komischen, dann geht es hoch und es ist nicht ordentlich, dann hast du dann doch keine ordentliche Nut und da hilft genau das. Genau. Und zwar, wie du es gerade angesprochen hast, wenn du im Prinzip dein Blatt, wo du ausklinken möchtest, direkt an den Anschlag legst, hast du oftmals, oder zu 90% hast du quasi den Austritt vom Sägeblatt noch drin. Eine ganz kleine Nase bleibt stehen. Genau, es geht leicht hoch. Vielleicht zeigen wir es auch mal am Blatt, dass wir hier einmal so runtergehen. Weil wenn man es jetzt so sieht, sieht man, dass es hier natürlich nach oben geht. Wenn das jetzt der Anschlag ist, dann geht es hier immer noch nach oben und dann hier unten ist es dann nicht ausgeschnitten. Ja. Genau. Und der, wo diesen Tipp nicht kennt, der nimmt dann seinen Stechbeitel und klopft ein Stück hinten raus. Und der, wo den Tipp kennt, der muss es nicht machen, weil das Sägeblatt kann quasi hier den kompletten Raum frei sägen, freiräumen und so habe ich quasi in einem Arbeitsgang meine Nut gemacht, ohne dass ich hinten irgendwas stehen habe. Jetzt haben wir unser Vorlageholz wieder weg, aber wir wollen trotzdem keine Ausrisse. Das ist etwas, wenn es wirklich genau sein muss, gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Denn wir haben hier unten ja eine Einlage hier aus Kunststoff. Ja, in der Regel, das hat ja jede Säge an der Stelle, kann man rausnehmen. Und jetzt möchtest du aber unten auch keine Ausrisse haben. Was macht man da? Thema Ausriss, du siehst hier an dem Stück, hier ist der Ausriss. Generell, wenn ich sage, ich brauche eine schöne Seite, der Ausriss ist immer quasi unten. Unten und im Zweifel auch hinten. Genau. Das heißt, das ist mal Punkt 1. Punkt 2 möchte ich hier nichts haben. Die einfachste und die günstige Lösung ist, ich nehme so ein Gaffertape, so ein Panzertape und babs hier rüber. Das ist dann quasi so die Notlösung. Wenn ich es aber richtig machen möchte, schraube ich diese Kunststoffeinlage raus und passe mir dann auch aus Eiche oder aus Buche so ein Einlegeholz ein und dann habe ich quasi auch hier eine saubere Oberfläche, so dass das Sägeblatt quasi links und rechts beim Austritt keine Ausrisse quasi machen kann. Das wäre dann quasi das Richtige, wo ich dann sagen kann, oben und unten ausrissfrei. Und wenn du gerade jetzt kein Hartholz da hast und das nicht bearbeiten kannst, noch nicht, das weit einfach nicht bist mit deinen handwerklichen Fähigkeiten, nimm einfach MDF, ja, dünnes MDF, nimm das erstmal, probier es erstmal aus, wie es für dich ist und dann kannst du immer noch nach und nach das nachrüsten. Tipp Nummer 10, was tust du, wenn du ein stumpfes Blatt hast? Du kaufst ein neues Blatt. Genau. Ja. Aber was machst du, wenn du ein stumpfes Blatt hast, aber kannst kein Blatt mehr heute mal kaufen? Du arbeitest an deinem Projekt, es ist 23:59 Uhr und das muss der letzte Schnitt noch sein. Was mache ich dann? Dann gibt es einen Trick, der eine oder andere wird vielleicht kennen, aber die wenigsten kennen ihn. Und zwar
Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, wenn ich jetzt sage, Anritzen, Vorritzen bei einer Kappsäge. Für eine Tischkreissäge kennt man es, Ja. aber bei einer Kappsäge kann man es auch machen. Und zwar, wenn das Blatt stumpf ist, habe ich nicht nur die Ausrisse unten, sondern auch oben, es franzt einfach aus. Es schneidet nicht mehr, sondern es rupft. So. Wenn ich jetzt aber hergehe und gleich die Oberfläche quasi hier anritze, vorritze und in mehreren Schritten dann quasi ins Material eintauche, dann kriege ich meine Arbeit, mein Projekt auch noch mit dem stumpfen Sägeblatt einigermaßen beendet. Das heißt, ich gehe quasi mehrere Millimeter immer runter und immer weiter runter, Genau. sodass ich das Blatt nicht durchquäle, Genau. überall Ausrisse habe, sondern ich führe es nur noch durch und kaufe am nächsten Tag ein neues Blatt. Tipp Nummer 11, und im Grunde ist es ja auch sogar ein Sicherheitstipp. Ja? Was machst du bei Spannung im Holz? Wenn du jetzt merkst, dass dein Brett oder dein Balken verzogen ist oder einen Bauch hat, dann machen wir es genau gleich wie mit dem stumpfen Sägeblatt. Das heißt, ich ritze das Material hier an und gehe quasi in Schichten quasi durch das Material durch und so breche ich quasi Stück für Stück die Spannung. Ansonsten kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt im Wald bist und hast einen Baum, der so drüber hängt und du gehst mit der Kettensäge rein, irgendwann macht es Klack und das Schwert, sprich die Kette, frisst. Ja. Das Gleiche passiert hier auch. Bei dem ist noch die Gefahr groß, dass selbst die Zwinge sowas nicht mehr ausreichen, sondern die Kraft so hoch ist, dass das Material hochgeschleudert wird. Von daher, wenn ich sowas habe, immer Stück für Stück und so kann ich die Spannung quasi Stück für Stück aus dem Holz rausholen. Genau, Oder aus dem Material. Im Zweifel hast du dann hier auch einen Rückschlag, dass die ganze Maschine sich festhält. Genau, ja. Das macht auch keinen Spaß. Nein. Wenn du das Gefühl hast, das Holz könnte Spannung haben, dann mach es genau so. Aber auch hier nicht hinten runter und nach vorne, sondern immer Stück für Stück nach unten dich arbeiten und dann nimmst du die Spannung komplett raus und bist sicher im Schnitt. Tipp Nummer 12, das Thema Winkligkeit. Hier trennt sich aber so ein bisschen Spreu vom Weizen. Den Tipp, den du jetzt hast, kannst du leider nicht mit jeder Säge so durchführen. Gerade sehr, sehr günstige Sägen können das meistens nicht, aber wir kommen erstmal zum Thema. Es kann sein, wenn jetzt die Maschine, selbst wenn sie vor Ort ist oder sowas, kann sein, ich habe ein schweres Werkstück, ich drehe mich rum und knall quasi hier gegen das Aggregat. Es kann sein, dann verstellt sich irgendwie hier am Gestänge irgendwas. Die Rechtwinkligkeit ist nicht mehr gegeben. Oder wenn sie draußen auf der Pritsche oder auf dem Bau, dann ist die Gefahr noch größer, dass irgendwas sein kann. Daher sollte ich alle paar Wochen mal mit dem Winkel mal grob überprüfen, okay, habe ich noch meine Rechtwinkligkeit? Soll es mir gegeben sein, kann ich es entweder mit dem Schreiner, Schlosserwinkel oder es gibt auch diese elektronischen Winkelmessgeräte, kann ich sauber einstellen. Fast alle in dieser, sagen wir, Preisregion haben die Möglichkeit, dass ich durch diverse Lösen von ein paar Schrauben kann ich wieder quasi die Maschine zu 100% ausrichten. Daher, man sollte aber ab und zu mal gucken, passt oder passt es nicht, weil ich säge und irgendwann denke ich so, ja, oh, jetzt passt da gar nichts mehr. Dann habe ich mir dann schon 10, 15 Bretter versägt. Kennt jeder. Das ist halt ärgerlich. Und da ab und zu mal gucken, passt noch. Und wenn ich feststellen sollte, irgendwas passt nicht, einfach kurz nachmessen, überprüfen, mehr ist nicht. Genau. Wenn ihr zum Thema Einstellen der Säge ein Video haben wollt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, weil das wäre ein Thema, da könnten wir wirklich locker ein ganzes Video dazu machen. Aber es ist wichtig, Folgendes zu sagen. Es sind wenige Schrauben, die hier an der Säge dran sind, mit denen du es wirklich einstellen kannst. Also bei vielen. Tipp Nummer 13, Tischverbreitung und Auflage. Und dazu haben wir die Tischverbreitung hier schon mal rausgezogen. Denn bei euch gibt es eine kleine Spezialität. Vielleicht machst du es mal selber. Genau, und zwar kann ich die Tischverbreitung einmal bei dir jetzt rechts, bei mir links raus tun. Ich kann sie dann quasi hier so, dann habe ich, wenn jetzt zum Beispiel die Maschine auf dem Boden steht, dann setze ich die Auflage als Auflagebock neben die Maschine, habe dann die gleiche Auflagehöhe wie der Tisch und so habe ich quasi eine Auflage, wenn ich mal längere Werkstücke habe. Ja, die ich halt dahin tun kann, wo ich sie brauche. Genau. Mein Tipp wäre zusätzlich nochmal, jetzt hast du hier eine Verbreiterung und normalerweise sind sie ja eigentlich hier am Tisch, ja, kannst du außen einfahren. Was ich euch mitgeben möchte ist, wenn ihr eine Kappsäge kauft, messt die Höhe, macht euch ein paar weitere Auflagen, irgendwelche Zulageklötzchen, Hölzer, kleine Tische, baut euch irgendwas, dass ihr in dem Moment, in dem ihr es braucht, auch das Ganze da habt. Weil nichts ist ärgerlich, als wenn du was siehst, ich mache das nur schnell, nur 3 Schnitte, du kennst das doch. Ach, das brauche ich jetzt nicht. Und nach 5 Jahren sagst du, hätte ich mal einmal mir das mal hingelegt und gebaut. Und jetzt kommt noch ein Zusatztipp, der, ich würde sagen, du lachst schon, den eigentlich jeder braucht, aber die meisten so selber sich erarbeiten, würde ich sagen. Genau, nämlich, so kann man das sagen. ist der Tipp von besonderen Menschen für besondere Menschen, nämlich ist es folgendes, wir haben ja hier ein Holzblatt drauf und wenn wir jetzt hier die Säge neigen, dann neigt man dazu, irgendwann einmal
diese Anschlagbacken auch einzusägen. Ja. Hast du schon mal geschafft, die komplett durchzusägen? Ja, sogar auf einer Messe mit richtig viel Publikum, war ganz toll. Wie hast du es überspielt? Ich habe dann gesagt, das ist quasi jetzt das Alublatt. Ja, okay. Aber ganz kurz, worum geht es eigentlich? Ich löse das Ganze und wenn ich jetzt Folgendes mache, ja, ich gehe jetzt hier ins Material rein, was passiert? Ich bin jetzt hier ja, im Anschlag und dafür ist es eben da, sie dann wirklich zu nehmen und zur Seite zu fahren, ja, um dann eben nicht reinzusägen. Ja. Das ist jetzt nichts, was jetzt besonders ist und das steht auch in der Anleitung, die du garantiert alle gelesen hast, von allen Kappsägen auf der Welt. Natürlich. Ich nicht. Ich habe trotzdem reingesägt. Ja? Also das ist wirklich ein richtiges Problem. Achtet darauf, dass ihr das nicht macht. Und das waren unsere 13,5 Tipps zum Thema Kappsäge. Vielen Dank an dich. Und ihr schreibt bitte mal unten in die Kommentare, welcher Tipp hat euch am meisten geholfen und welcher hat noch gefehlt. Dann können wir alle weiteren Tipps unten in den Kommentaren sammeln. Und solange für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.